Ich bin zur Kunst gekommen. Ich bin ursprünglich nach Berlin gezogen, weil ich szenisches Schreiben studieren wollte. Oder ich wollte eigentlich Schriftsteller werden. Da meinten meine Eltern witzig, also ich bin dann hergezogen und habe dann aber doch mich dagegen entschieden. Zumindest gegen das szenische Schreiben. Und das waren dann lustigerweise meine Eltern, die meinten so, echt, du hast ja früher so viel gemalt, warum probierst du nicht Kunst zu studieren? Was auch eine Rarität ist, dass die Eltern wollen, dass man Kunst studiert. Aber ja, und ich dachte eigentlich, dass für mich dass der Zug längst abgefahren ist, weil ich habe halt früher schon sehr viel gemalt und habe aber dann irgendwie in der Pubertät damit aufgehört und eigentlich eine Zeit lang nichts mehr gemacht. Und habe ich dann aber wirklich dann irgendwie beschlossen, mich da zu bewerben, habe ich dann so 3 Monate in mein Zimmer eingesperrt und habe diese Bewerbungsmappe gemacht. Und habe dann auch gemerkt, dass da scheinbar schon, dass da schon so gewisse Sprünge zwischen den Arbeiten waren, dass man da schon so ein gewisses Potenzial vielleicht hat. Ich hab's Stopp gemacht. Aber das so viel, und so viel von der Geschichte vom Haus weiß ich leider auch nicht. Es ist auf jeden Fall das ehemalige Stasi-Abhörgebäude. Und wenn man reingeht, sieht man auch unten zum Beispiel dieses alte Pförtnerhäuschen, das noch so in der DDR-Zeit noch in dem Stil gehalten ist. Und da saßen halt hier die ganzen Spitzen drin und haben halt alles abgehört. Und das ist eh interessant, wenn man so das Gefühl hat, man spürt vielleicht irgendwas noch, wenn man so durch diese Räume geht, so ein leichtes Unbehagen vielleicht. Aber wo man nicht weiß, ob man sich das einbildet, weil es könnte auch jedes normale Gebäude sein. Aber es ist natürlich auch in dem Fall sehr treffend zu den Arbeiten, weil man, ob irgendwas so eine Aura haben kann oder ob irgendwelche Räume irgendwas mit sich tragen, auch wenn irgendwas da mal drin passiert ist. Das ist natürlich sehr passend, dann hier zu arbeiten. Und auch so, wenn man aus dem Fenster schaut, so der Blick auf das Stasi-Gefängnis ist natürlich auch sehr, wird einem auch sehr mulmig, weil wenn man hört, wie da vorgegangen ist, was die auch für psychologische Foltermethoden verwendet haben und so weiter. Das ist natürlich sehr, sehr unheimlich, das Ganze sich vor Augen zu führen. Ja, was ich ganz gern mache inzwischen bei den Bildern, dass die haben, glaube ich, alles sehr viel narrative Elemente, aber die sind sehr, sehr versteckt manchmal. Dass ich ganz gern mag, dass ich halt ein Bild male und dann mit ganz vielen Schichten dann letztendlich drüber gehe, dass man das, was dahinter ist, eigentlich gar nicht mehr erkennt, sondern nur vielleicht so schemenhaft ergreifen kann. Und oft ist es auch so wie so ein Witz, dass nur ich weiß, was eigentlich dahinter ist und dann sieht es auf den ersten Blick dann wie so ein schönes, abstraktes Bild aus und dann weiß ich, dass im Hintergrund so ein fieser Werwolf eigentlich vorher war oder sowas in die Richtung, dass das so ein Spiel ist, wo es auch interessant wird zu wissen, ob es dann unbewusst vielleicht den Betrachter mit beeinflusst, wenn man weiß, dass da hinten sich was abspielt. Aber es kann manchmal auch gefährlich sein. Ich hatte einmal so ein Bild gemacht, oder auch so die Tatsache, dass halt jeder das Bild anders interpretieren kann, ist ganz interessant. Ich hatte ein Bild, das war so ein Haus, das man so schemenhaft gesehen hat und dann mit so ganz so nebeligen Schichten übermalt. Und das Bild hieß, oder so eine Frau hat dann angefragt, dass sie das kaufen wollte. Und dann hat sie gefragt, wie das Bild heißt. Und ich meine, das heißt Pretend Nothing Happened. Wo ich eher dachte in dem Sinne, dass man vielleicht so einen Augenwinkel oder irgendwas sieht. Also mich interessieren ja oft viel so paranormale Aspekte oder alles, was so über die konventionelle Realitätswahrnehmung hinausgeht. Dass man sowas im Augenwinkel sieht und dann so das wieder abtut oder so tut, als ob nichts wäre. Und sie meinte aber dann, dass sie das Bild jetzt nicht mehr kaufen will, weil für sie impliziert der Titel Pretend Nothing Happened, dass es was aus irgendeinem Grund mit Kinderschänderei zu tun hat, dass irgendwas in einem Haus abgeht und nach außen hat keiner, also alle so tun, als ob nichts wäre. Und das ist dann, da merkt man auch wieder, dass es gefährlich ist, dass jeder halt selber so Sachen hineininterpretieren kann. Und ein Titel ist natürlich oft ein Hilfsmittel, aber kann auch nach hinten losgehen manchmal. Und das Ziel ist natürlich dann so, dass dann, wenn ein Betrachter halt anfängt, die Realität in einem Bild zu hinterfragen, dass man dann auch anfängt, vielleicht die eigene Realität zu hinterfragen. Also so wie bei diesem klassischen Bild von Magritte mit dieser Pfeife, wo dann unten steht, das ist eine Pan-Piep, also es ist keine Pfeife. Wo man auch denkt, ja klar, es ist keine Pfeife, es ist eine Abbildung von einer Pfeife und dann so, es stimmt. Wenn das eine Abbildung ist, was ist dann unsere Realität?